Hey du, wer bist du und was machst du hier? Hi, ich bin der André vom SIP und heute haben wir die einmalige Gelegenheit, diesen 28er Vergaser 1:1 zu vergleichen mit dem 28er DSRC Trommelvergaser von der Firma SIP. Wir haben ungefähr vor einem guten Jahr schon von Pinasco diesen coolen Rennzylinder zur Verfügung gestellt bekommen zum Testen. Das ist also ein großer Zylinder mit 72er Bohrung, also ein 244er Zylinder für 200er Motoren. Formal ist der Zylinder ziemlich vielversprechend. Der hat schon einen recht großen Auslass mit einer ziemlich geraden Oberkante, sodass da auf Anhieb viel Gas entweichen kann, was normalerweise gut ist für hohe Leistung. Und er hat eigentlich, muss man sagen, riesengroße Überstromkanäle. Es ist sogar, die Überstromkanäle sind so groß, dass einer von den Stehbolzen hier sogar im Freien liegt. Pinasco hat sich da aber auch wirklich, die waren wirklich sehr großzügig zu uns und haben uns von dem Zylinder die Vollversion zur Verfügung gestellt. Da ist dann sogar ein Membranansaugstutzen dabei. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir eigentlich mit dem Zylinder auf ein und demselben Motor Membran- und Drehschiebereinlass vergleichen können. Ich mag das einmal dazu gesagt haben, das Ziel von dem Video ist, dass wir ein Gefühl dafür gewinnen, was macht der Drehschiebereinlass gegenüber dem Membraneinlass und wie wirken sich die beiden Vergasertypen aus. Also das Ziel ist nicht zu sagen, der SI-Vergaser hat 0,2 PS mehr oder der Membraneinlass hat 0,3 PS mehr, weil es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie man Membraneinlässe gestalten kann. Da kann ich jetzt nur ein Beispiel dafür geben. Trotz allem, es ist eine ziemlich einzigartige Möglichkeit, dass wir an ein und demselben Motor diese ganzen verschiedenen Optionen ausprobieren und da bin ich wirklich gespannt, was wir für einen Eindruck gewinnen können. Jetzt baue ich noch den Vergaserwanddeckel ab und dann sind wir gleich drüben am Prüfstand. Gut, also an der Kurve sieht man, dass die Vergaserabstimmung schon einigermaßen gepasst hat, aber ich habe schon gemerkt, der dreht hinten nicht aus. Also bin ich ein paar Hauptdüsengrößen runtergegangen. Jetzt dreht er aus, die Kurve ist sauber, also ich glaube, wir haben den Zylinder schon ganz gut erwischt. Aber man muss trotzdem wissen, die Kanäle sind nicht angepasst für Pinasco. Ja? Und dann stecken wir auch hinten die Lambda-Sonde rein. Das verengt den Querschnitt von dem Auspuff nochmal deutlich, sodass also die Leistungswerte, die absoluten, sind eigentlich nicht interessant, sondern interessant wird erst, wenn wir die anderen Läufe mit dem anderen Vergaser gegenüberstellen. Der Roller ist auf Trommelvergaser umgebaut und wir gucken jetzt mal, wo wir leistungsmäßig landen.
Leistung passt schon ungefähr. Jetzt gucken wir nochmal mit der Lambda-Sonde, ob wir im gleichen Bereich sind wie mit dem SI-Vergaser. Ich habe jetzt die beiden besten Läufe mit dem SI-Vergaser und dem Trommelvergaser übereinander gelegt und man sieht, dass der Trommelvergaser eigentlich nur bei ganz niedrigen Drehzahlen, so bei uns von Start der Messung bei 2300 bis 3800 Umdrehungen einen Vorteil hat. Danach muss man gestehen, dass der SI-Vergaser überlegen ist und zwar ein knappes PS mehr Leistung erzeugt. Hier haben wir jetzt nochmal den Motor, den wir gerade auf dem Prüfstand probiert haben, also den Trommelvergaser mit dem langen Ansaugstutzen für den Drehschiebereinlass. Bei dem Drehschiebereinlass sieht man hier oben ein bisschen das Fenster, das Kanalfenster und die halbe Kurbelwelle, die zeigt, jetzt ist das Kanalfenster geschlossen. Und jetzt ist das Kanalfenster wieder offen. So wird hier der Einlass gesteuert. Bei unserem Pinasco-Zylinder haben wir jetzt die Möglichkeit, den Drehschiebereinlass zu verschließen, weil sich unter dieser goldenen Platte ein zweiter Einlass direkt in den Zylinder befindet. Wir montieren also die goldene Platte ab und bauen stattdessen einen Membranansaugstutzen hin. Die Einlassmembran funktioniert ein bisschen anders als der Drehschiebereinlass. Im Prinzip ist sie sowas wie ein Rückschlagventil. Die Luft kann in einer Richtung durch und öffnet dabei die Membranplättchen, aber in der anderen Richtung kann sie nicht zurück, weil sich dabei die Plättchen von alleine verschließen. Der Membraneinlass, der ist jetzt montiert. Hier hinten der Drehschiebereinlass, der wird noch mit einer Platte verschlossen. Und dann können wir eigentlich schon wieder testen. Wir sind jetzt alle Versuche durchgefahren, die wir uns vorgenommen hatten. Und ich habe die Kurven übereinander gelegt vom Membraneinlass und vom Drehschiebereinlass. Beides mit dem Trommelvergaser. Und da zeigt sich, dass der Membraneinlass eigentlich in allen Bereichen dem Drehschiebereinlass überlegen ist. Wir haben sowohl bei niedrigen Drehzahlen mehr Drehmoment und mehr Leistung, als auch die absolute Höchstleistung ist größer und vor allem dann gegen Ende des Diagrammes hinten raus, da behält der Membraneinlass die Leistung länger bei. Also auch da wahrscheinlich ein spürbarer Unterschied. Bei uns kommt jetzt natürlich der SI-Vergaser super weg. Mit seinem kurzen Ansaugweg hat er hier die höchste Leistung erzeugt. Aber wenn man jetzt wirklich auf der Suche nach der höchsten Leistung ist, dann muss man eigentlich trotzdem auf Trommel- oder Flachschiebervergaser wechseln, weil es dort einfach die größeren Durchmesser gibt von 30, 32, 34 mm bis hin zu 40, 41 mm, die man für ganz hohe Spitzenleistungen braucht. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen.
Ich sage nochmal ausdrücklich vielen Dank an Pinasco, dass sie uns den Zylinder zur Verfügung gestellt haben, der diesen außergewöhnlichen Vergleich überhaupt ermöglicht hat. Die Ergebnisse muss man ein bisschen in Relation setzen und gucken, da gibt es echt ganz viele unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, die unter Umständen ein anderes Ergebnis hervorbringen. Ich hoffe, ihr habt den Kanal abonniert, lasst auf jeden Fall ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!